2018 fand ich zwischen hellen Kieselsteinen einen dunklen Stein, der nicht recht zu den anderen passen wollte. Es war ein Eisenmeteorit, schätzungsweise 4,5 Milliarden Jahre alt. Es war dieser kleine Stein, der mich dazu brachte, mich mit dem Kosmos und seinen Geheimnissen zu beschäftigen. So erfuhr ich, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass wir wissen, wo die Meteore herkommen. Der in Wittenberg geborene Ernst Chladni publizierte 1794 ein Buch, in dem er die Behauptung aufstellte, bei kürzlich in Sibirien gefundenen Steinen handelte es sich um Objekte aus dem Weltall. Von den berühmten Gelehrten seiner Zeit wurden Chladnis Ansichten verworfen und so geriet sein Buch fast in Vergessenheit. (1803) konnte schließlich der französische Physiker Jean-Baptiste Biot die chemische Zusammensetzung der Gesteine bestimmen und einen kosmischen Ursprung nahelegen. Die Steine bekamen den Namen Meteorit. Das Phänomen der Meteorschauer war damit noch nicht geklärt. Erst um das Jahr 1860 herum gelang es Astronomen, das Rätsel der Sternschnuppen zu lüften, die immer Mitte November in der Nähe des Sternbild Löwe auftreten. Der Komet 55P Tempel-Tuttle stand im Verdacht, etwas mit dem Auftreten dieser sogenannten Leoniden zu tun zu haben. Die Bahn des Kometen und die Bahn der Leoniden stimmten auffällig überein. Bald war klar, es sind die eisigen und felsigen Überreste des genannten Kometen, die periodisch in die Erdatmosphäre eindringen. Im Laufe eines Jahres können weitere Meteorschauer auftreten. So werden die Lyriden im Jahr 2021 ihren Höhepunkt am 22. und 23. April erreichen. Dann kreuzt die Erde die Umlaufbahn des Kometen C1861. Eisenmeteore stammen hauptsächlich aus dem großen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Sie entstehen beim Zusammenprall großer Asteroiden, die bereits einen Eisenkern ausgebildet haben. Der Gürtel besteht aus Millionen mehr oder weniger großer Objekte, eine Mischung aus Staub, Felsen und Asteroiden, die das Sonnensystem umkreisen, seit es noch ein Sonnennebel war und sich die Sonne und die Planeten gerade erst aus der Molekülwolke zusammenbalten. Zwischen Mars und Jupiter konnte diese Planetenbildung nicht gelingen. Als Hauptstörer gilt der Jupiter, der mit seiner enormen Gravitation die Objekte immer wieder durcheinanderwirbelte und beschleunigte. Das führte zu den heftigen Kollisionen. Manche dieser Teile wurden Richtung Erde und Mond geschleudert und haben dort tiefe Narben hinterlassen. Heute schaffen nur noch kleine Gesteinsbrocken den Weg bis zur Erde. Sie sind Botschafter des Universums. Ohne das Vorhandensein der Meteore wüssten wir wenig über das Alter und die materielle Zusammensetzung des Sonnensystems.